Nach über 20 Jahren Ehe möchte sie ihren Mann verlassen, der kurz darauf 2 Schlaganfälle erleidet und zum Pflegefall wird. Der für sie einzige Weg heißt, an seiner Seite bleiben. Schönen guten Morgen, Gabriele von Alm. Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Danke. Ich weiß, dass Sie diese Frage nicht so gerne mögen, aber deswegen steigen wir damit ein. Was hat Sie schlussendlich dazu bewegt, doch bei ihm zu bleiben? Ich weiß und warum nicht, mögen Sie die Frage nicht? Warum? Das stimmt überhaupt nicht, dass ich die Frage nicht mag, so. weil ich die völlig selbstverständlich finde, diese Frage. Das ist doch klar, dass wenn jemand mittags jemandem sagt, ich möchte nicht mehr und kann nicht mehr mit dir leben, und er dann abends den ersten Schlaganfall hat, dass das irgendwie eine ziemliche Extremsituation ist. Neulich hat ein Moderator gesagt, und dann ist sie überraschenderweise bei ihm geblieben. Da bin ich sofort reingegrätscht, weil ich gesagt habe, wieso überraschenderweise? Weil es gibt ja mehrere Gründe. Also erstens, wenn so etwas passiert, denkt man wirklich nicht mehr daran, was man mittags gesagt hat, sondern man denkt nur, da ist ein Mensch in Not. Ich muss dem helfen. Ich will dem helfen. Und das Zweite ist, eigentlich gibt es 3 Gründe. Das Zweite ist, dass man, ja selbst wenn man jemandem gesagt hat, ich möchte mich trennen von dir oder ich kann nicht mehr leben mit dir, eine alte Verbundenheit noch da ist. Das heißt ja nicht, dass ich ihn im Prinzip nicht mehr mag. Und aus dieser alten Verbundenheit erwächst dann in solchen Momenten, oder erwuchs bei mir erstaunlicherweise gleich ganz schnell auch eine Hoffnung, vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Vielleicht ist das jetzt sozusagen also dieser Donnerschlag, den wir gebraucht haben, um zur Besinnung zu kommen. Und insofern war es für mich überhaupt gar keine Frage, dann noch drüber nachzudenken, wegzugehen. Ich meine, ich habe nur noch drüber nachgedacht, was kann man tun? Wie kann man ihm helfen? Wie kann dieser Mann genesen? Und früher habe ich oft gedacht, wäre doch herrlich, wenn er jetzt irgendwie ginge, irgendwie kleiner Verkehrsunfall statt zickiger Scheidung und so. Also das hat es alles schon gegeben und es war alles wie weggeblasen. Auch für mich, der ich Ihre Geschichte gelesen habe, ist es doch überraschend. Also man sagt nach 20 Jahren Ehe, ich möchte mich von dir trennen, da gibt es einen Schlaganfall und dann sagt man, ich bleib doch da. Das ist doch überraschend. Ich finde es überhaupt nicht überraschend, weil da ist ein Mensch in Not. Ja. Da ist ein Mensch, den man 20 Jahre ja oder jedenfalls viele Jahre sehr gemocht hat, den man mal sehr geliebt hat, deswegen auch geheiratet hat. Der ist in Not. Das heißt doch nicht, dass ich jetzt noch darüber nachdenke, ihn zu verlassen und ihn da alleine in seiner Not liegen lasse. Das ist doch völlig unmöglich. Sie hätten ja trotzdem sagen können, ich kümmere mich noch um den, weil es ein Mensch in Not ist, mit dem ich einen großen Teil meines Lebens verbracht habe und der mir wichtig ist. Ne? Weil unbenommen, das geht ja nicht weg, selbst Aber wenn man sich trennt. Aber man kümmert sich dann nicht aus der Ferne. Okay. Dazu war die Dringlichkeit viel zu groß, die Widrigkeiten waren viel zu groß. Ich meine, ich wusste ja nicht, wie lange alles dauern würde. Ich wusste ja nicht, dass es alles 10 Jahre dauern würde. Ich hatte natürlich am Anfang und ehrlich gesagt viele Jahre noch gehofft, dass er vielleicht gesund werden könnte. Ehrlich gesagt, wieder alle Wahrscheinlichkeiten gehofft. Und Hoffnung ist ja eine trügerische Chimäre, aber man hat ja nichts anderes. Also insofern, der Weg der Hoffnung ist eigentlich der einzige, auf den man gehen kann. Und ich bin sehr lange auf ihn gegangen. Ihr Mann hatte an dem Abend, nachdem Sie ihm das mitgeteilt haben, den ersten Schlaganfall. Dann ist er ins Krankenhaus gekommen und da hatte er den zweiten, richtig? Wie hat sich sein Zustand verändert vom ersten zum zweiten? Naja, nach dem ersten konnte er noch reden. Er war zwar dann ja, in irgendeiner Art Delirium und hat ziemlich viel Unsinn, aber wahnsinnig interessant geredet. Und er war so schräg in seinem Wahn, was sehr gut zu ihm passte. Und nach dem zweiten Schlaganfall konnte er nicht mehr sprechen. Also er konnte nicht mehr artikulieren. Die Sprache war nicht weg, sondern das Artikulationszentrum war getroffen. Und das war für einen Mann, der davon gelebt hat, zu reden, der einfach vom Diskutieren, vom Erzählen, vom die Welt erklären gelebt hat, eine einzige Katastrophe. Wie geht man in einem ersten Moment, in dem man feststellt, jetzt wird mein Mann ein Pflegefall, wie geht man in so einer Beziehung dann damit um, mit dieser Erkenntnis? Ehrlich gesagt, man denkt gar nicht so lange drüber nach, weil erstmal, was ich vorhin gesagt habe, die Hoffnung war lange da. Ich habe lange gebraucht, bis ich begriffen habe, das bleibt. Das geht nicht weg. Er wird nicht gesund, sondern er bleibt tatsächlich ein versehrter Mann, ein sehr versehrter Mann. Und dann geht man damit um, indem man etwas tut, indem man versucht, dieses Leben trotzdem noch zu gestalten und irgendetwas mit diesem Leben so zu machen, dass es auch noch schöne Momente gibt, dass es irgendwie Winkel gibt, in denen man sich wohlfühlt. Also ich sage immer, dass man irgendwie auch die guten Sachen aus den Schlupflöchern herauszupft.
Und das muss man lernen und das lernt man einfach, indem man es tut und indem man Dinge ausprobiert. Also für mich hat es ganz viele Kraftquellen dann gegeben und ich habe sehr viel Trost gebraucht und war natürlich sehr bedürftig und habe mir Trost gesucht auch und für ihn mit natürlich auch. Und insofern, das geht von der Literatur, also Lesen ist für mich existenziell gewesen in diesen wirklich bedrohlichen Jahren, hat aber auch Geschichten gegeben, also es hat Momente gegeben, in denen wir, oder eigentlich fast jeden Tag, enorm gelacht haben. Und das ist in dieser Situation so ungewöhnlich, dass ich es auch nachträglich noch richtig genieße, weil da sitzt der Mann morgens in seinem Rollstuhl und sagt, also ich konnte ihn ja verstehen, und sagt, gib dir nicht so viel Mühe, ich bringe mich sowieso um, wenn ich kann. Und nachmittags sitzt derselbe Mann im selben Rollstuhl und lacht sich schlapp über irgendetwas. Und diese Widersprüchlichkeiten des Lebens zu leben, das ist auch etwas, was man ja erstmal lernen muss. Also, dass beides nebeneinander existiert. Und es gab so viele Widersprüchlichkeiten. Deswegen, wie geht man damit um? Es ist wirklich ein Lernen. Es ist ein langsames Vorangehen in dieser total neuen Situation. Ich hatte sowas noch nie erlebt. Ich war darauf nicht vorbereitet. Ich hatte keine Ahnung, wie man das jetzt macht. Was waren die ersten Maßnahmen und Gedanken, mit denen Sie so Die ersten Maßnahmen war, dass wir ein Dach ausgebaut haben. Und an dem Tag, an dem er den ersten Schlaganfall hatte, beziehungsweise 3 Tage später, sollte angefangen werden zu bauen. Das habe ich parallel tatsächlich gemacht, weil ich damals noch dachte, er könnte gesund werden und ich dachte, er braucht dann den Traum vom Dach. Den Traum vom ausgebauten Dach. Das heißt, ich habe sozusagen da den Mann gehabt, von dem ich nicht wusste, ob er überhaupt überleben wird. Und da habe ich das Dach gebaut. Also eine wahnsinnige Situation, völlig verrückt. Pflegeheim, nein, habe ich nie drüber nachgedacht. Aber ich muss immer dazu sagen, wir waren sehr privilegiert. Er war sehr gut versichert. Wir hatten genug Geld, um eine Pflegerin und Hilfe zu engagieren. Und die Pflegerin, die eben sehr oft kam, und ich hätte das alleine auch körperlich gar nicht geschafft, also von dem Psychischen mal ganz abgesehen, das mich irgendwie fast in den Abgrund getrieben hat. Aber das hätte ich nicht geschafft. Also insofern ging es darum, alles zu Hause so zu gestalten, dass er dorthin kommen konnte und dass er dort mit mir leben konnte. Und wir haben so im Laufe der Zeit dann immer mehr auch Menschen zu uns geholt, weil wir gesagt haben, wenn wir nicht in die Welt können, möge die Welt zu uns kommen. Ich habe viel gekocht, wir haben Leute eingeladen, ich habe ihn gefüttert und gleichzeitig irgendwie übersetzt. Er wollte immer Leute um sich, Menschen um sich haben. Er gehörte nie zu denen, die sich in ihrer Versehrtheit nicht zeigen wollten, was ich enorm bewundert habe. Denn er war halbseitig gelähmt, die andere Hand wackelte, also wenn er aß, war es schwierig. Manchmal lief Speichel aus einem Mundwinkel, weil er eine Schluckstörung hatte. Er war also auch nicht nur ein immer erfreulicher Anblick für Leute, die es nicht gewohnt sind, mit Kranken umzugehen. Und wir in unserer Gesellschaft sind es nicht gewohnt. Das finde ich ein ganz großes Thema, dass wir so selten reden über Krankheit in der Gesellschaft, sondern das so ein bisschen beiseite schieben. Aber wie gesagt, ich hatte das große Glück, auch nicht über ein Pflegeheim nachdenken zu müssen, weil wir es zu Hause dann irgendwie geschafft haben. Also geschafft unter trotzdem noch schwierigen Bedingungen. Wenn Sie sagen, er wollte sich gerne in seiner Versehrtheit zeigen? Nee. Er hat sich trotz seiner Versehrtheit gezeigt. Okay. Er wollte sich nicht gern zeigen, okay. Das ist was anderes. Okay. Weil er nicht alleine sein wollte oder nicht in einem begrenzten Umfeld sein wollte? Oder weswegen hat er das gemacht? Was war seine Sehnsucht? Er hat immer es schon geliebt, Menschen um sich zu haben. Wir haben immer schon ein sehr offenes Haus gehabt, also immer viele Leute eingeladen. Und es war immer viel los bei uns. Und er liebte es. Er liebte es zu diskutieren, was er ja nun nicht mehr konnte, aber dann konnte er jedenfalls zuhören. Manchmal, wenn Menschen da waren, die sich eingelassen haben auf die Langsamkeit. Und er hat gelernt, in ganz wenigen Worten Dinge zu sagen, also möglichst kurzen Worten, damit die anderen ihn auch verstehen konnten, was manchmal geklappt hat und manchmal nicht. Aber dann konnte er plötzlich während einer Diskussion ein Wort einwerfen. Und das hat jemand verstanden und dann wurde darauf reagiert. Und das mochte er. Er mochte einfach Lebendigkeit um sich haben. Also weiterhin am Leben sein. Und ich hatte ja dann diese fantastische Geschichte, dass ich eben einen Pool von 17 Vorlesern hatte. Zum Schluss hatte ich eine Warteliste, so dass fast jeden Nachmittag jemand da war, der ihm vorgelesen hat. Er hat sich ausgesucht, was er hören wollte. Manchmal waren es dicke Romane,
Manchmal war es die Zeitung und dann diejenigen, die die Zeitung lesen mussten, waren wahnsinnig neidisch, weil sie auch lieber die Romane gelesen hätten. Es gab wunderbare Anekdoten dann aus der Zeit. Und das hat enorm geholfen, weil das hat auch wieder, was ich vorhin gesagt habe, Lebendigkeit. Das hat Lebendigkeit ins Haus gebracht. Das war fantastisch. Und es waren tolle Leute, tolle Menschen. Was für ein Pool von Menschen war das? Das waren nicht immer unbedingt Freunde, die wir vorher hatten. Das waren teilweise neue Menschen, die dazugekommen sind. Also eine habe ich irgendwann im Café getroffen. Ich kannte sie kaum. Sagt sie, oh, ich bin gerade pensioniert. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Aber ich gesagt, ich habe was. Sie können vorlesen kommen. Die kam dann einmal in der Woche, immer 2 Stunden lang und hat ihm vorgelesen. Und mit den beiden gab es dann auch eine wunderbare Geschichte, weil die irgendwann festgestellt hat, dass in dem Lieblingsbuch Albert Vigolais Thelen, Die Insel des zweiten Gesichts, auch jemand anders las, nicht nur sie. Das ist ein über 1000 Seiten langer Roman. Und da gab es eine Eselsecke. Und da hat sie gesagt, sie lassen jemanden anderen dieses Buch auch vorlesen. Das ist wie Ehebruch. Ja. Und danach haben die beiden sich dann geduzt und es wurde eine innige Freundschaft. Wenn Sie sagen, der Pool bestand nicht unbedingt aus Menschen, die vorher schon in ihrem Leben waren, wie sind denn die Menschen, die vorher in ihrem Leben waren, umgegangen mit seinen Schlaganfällen und seiner Pflegebedürftigkeit? Sehr unterschiedlich. Einige konnten es nicht, die sind weggeblieben. Und ich denke aus verschiedenen Gründen. Also was ich vorhin gesagt habe, wir gehen in der Gesellschaft ja nicht gut mit Krankheit um, einfach ungelenk auch, weil wir gar nicht wissen, wie. Weil wir es nicht lernen, weil wir es nicht oft genug üben, in Anführungsstrichen. Das heißt, es hat Menschen gegeben, die einfach nicht gekommen sind, weil sie Angst hatten. Die hatten Angst vor Krankheit, die hatten Angst vor ihrer eigenen Scheu, die hatten Angst auch, glaube ich, vor Schmerz. Denn er war ein berstender Mann gewesen vorher. Und jetzt saß da ein zerbrochener Mann und das tut natürlich weh, das zu sehen. Und ich zitiere dann immer meinen wunderbar geliebten Psychoanalytiker Arno Gruen, der herrliche Bücher auch geschrieben hat, der immer gesagt hat, jemand, der nicht wagt, wirklich Schmerz zu fühlen, kann auch wahre Freude nicht empfinden. Das ist so ein Satz für mich geworden, der sehr wichtig geworden ist. Und ich denke, viele Menschen, die nicht gekommen sind, haben genau davor Angst gehabt. Oder auch Angst gehabt, dass ihnen was vorgeführt wird, was vielleicht ihnen selber mal widerfahren könnte. Oder ja, es war Angst davor, sich neben so jemanden zu setzen. Und diejenigen, die sich dann getraut haben, also diese Vorleser, die dann ja eine Funktion hatten, die gingen ja nicht hin und versuchten mit ihm zu reden, sondern sie hatten zum Glück eine Funktion, was die Sache einfacher gemacht hat. Und die haben dann hinterher teilweise erzählt, wie das gewesen ist für sie und wie sie sich langsam an den Gedanken gewöhnt haben und gelernt haben, neben einem so Kranken zu sitzen und dass es ihnen selber auch gut getan hat, dass es wie so eine Art Befreiung war von eigener Angst. Diese Menschen aus Ihrem Freundeskreis, die Ihnen nahestanden, zu denen Sie eine Beziehung hatten, die das nicht konnten für sich oder nicht wollten oder so, wie sind Sie mit denen umgegangen? Das ist jetzt eine heikle Frage, weil ich glaube, ich war manchmal etwas unwirsch. Irgendjemand hat gesagt, ich wäre jetzt nachträglich sanfter, als ich es in der Zeit gewesen sei. Und ich glaube, das stimmt, weil ich so enttäuscht war. Ich war so enttäuscht, wenn sie es nicht einmal probiert haben. Und eine Harschheit kommt natürlich auch aus der eigenen Bedürftigkeit. Also ich war so unglaublich bedürftig. Ich brauchte so viel und ich brauchte eben auch Menschen und ich brauchte Freunde. Und daraus habe ich so ein bisschen gelernt, dass ich denke, jemand, der so existenziell bedroht ist, wie wir es ja waren, der hat irgendwie carte blanche, der darf dann auch mal grantig sein. Haben Sie eine Vermutung, wo die Liebe wieder herkam, die Sie hatten? Denn Sie sagen ja selber, Liebe muss sein, das war so Ihr eigener Kompass. Ja, das war der Satz, der im Tagebuch stand. Und als ich das dann wieder las, das Tagebuch, um dann dieses Buch irgendwann tatsächlich zu schreiben, habe ich gedacht, Donnerwetter, ist das ein Satz, Liebe muss sein. Aber ich glaube, es stimmte. Ich glaube, es musste tatsächlich sein, weil wenn man jemanden pflegt, betreut, bei ihm ist, wenn man das immer in dem Gedanken tut, das ist doch der Mann, den ich eigentlich gerade verlassen wollte, das tut einem selber auch nicht gut. Es kann nur gehen, wenn eine Zärtlichkeit und auch eine Innigkeit entsteht. Und ich glaube, umgekehrt ist es genauso. Wie soll man es ertragen, dass jemanden so viel für einen tut und so viel aufgibt auch für einen, wenn man die Person nicht liebt? Weil ich glaube, dann würde man aus lauter Dankbarkeit aggressiv werden. Aber können Sie dieses Spannungsfeld, denn Sie sprechen ja viel von diesem Spannung, die Sie aushalten mussten miteinander. Zum einen sagt jemand morgens, gib dir mal nicht so viel Mühe, ich will sterben, und dann lacht er laut und
lauter als vielleicht jemals zuvor oder so. Und er sagt selber auch, er hatte mitunter in dieser Zeit die schönste Zeit seines Lebens. Einmal hat er es gesagt. Einmal. Ein einziges Mal und nie wieder. Nicht die schönste. Er hat gesagt, es geht mir so gut wie vielleicht noch nie. Das war ein unglaublicher Moment, der nie wiedergekommen ist. Und auch da diese Zwiespältigkeit, diese Widersprüchlichkeit des Lebens. Er war unglaublich verzweifelt. Und trotzdem kam dann einmal so ein Satz, weil es gab ja plötzlich nicht mehr den Beruf, es gab keine Intrigen, es gab keine Schwierigkeiten, es gab keinen Druck, es gab keine gesellschaftlichen Anforderungen, es gab ja nichts, außer dass sich die da waren, innig um ihn gekümmert haben. Das war wahrscheinlich eine Erfahrung, die er auch noch nie gemacht hatte. Insofern, aber wie gesagt, der Satz ist einmal gefallen und nie wieder. Hatten Sie heimlich gehofft, dass er häufiger fällt? Nein. Habe ich wirklich nicht erwartet. Dazu war sein Leben zu schwer. Gut, aber zwischen Erwartung und Hoffnung gibt es ja, wie wir festgestellt haben, auch einen Unterschied. Ja, trotzdem. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Es gibt so viele Dinge, über die man gar nicht nachdenkt, weil man so beschäftigt ist, von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, wirklich die Existenz, die man da gerade führt, bewältigen ist immer so ein blödes Wort, aber tatsächlich zu leben und wie gesagt, trotzdem diesem Leben auch noch etwas abzugewinnen. Obwohl Sie zwischendurch Hilfe hatten, waren Sie ja fast 24 Stunden am Tag für ihn da. Wie ist es Ihnen gelungen, nicht darin selbst unterzugehen? Also ich war nicht 24 Stunden für ihn da, weil ja die besagte Pflegerin immer da war, also immer ein paar Stunden am Tag da war. Und insofern habe ich immer ein bisschen weitergearbeitet. Das war ein großes Glück. Das war wirklich fantastisch. Insofern, und das war für mich tatsächlich etwas, was ich mir vorgenommen habe, dass ich gesagt habe, ich will mich nicht selbst aufgeben. Ich will versuchen, ein Stückchen von mir für mich zu behalten. Was unglaublich schwierig ist und was nur gelingt, wenn man sich die Kraftquellen, die schon erwähnten, sucht. Wenn man auch zwischendrin mal sagt, ich gehe jetzt irgendwo hin und trinke einen Kaffee und denke nicht an ihn. Was schwierig ist, das muss man richtig üben. Ich sitze hier und gucke mir Leute an und trinke einen Kaffee und denke nicht an ihn. Und tanke. Also ich habe ganz viele solche kleinen Kraftquellen und Trostquellen mir gesucht und natürlich auch immer wieder Therapien in Anspruch genommen, weil alleine habe ich mir das nicht zugetraut. Und ja, und versucht so ein bisschen bei mir zu bleiben. Ob es wirklich gelungen ist, ich habe es geübt, ich habe es versucht, sagen wir es mal so. Ihr Mann ist 2014 verstorben. Wenn Sie jetzt auf die Zeit zurückgucken und nur für sich ein Resümee ziehen würden, was das mit Ihrem Leben gemacht hat, mit Ihrem Selbstverständnis von Ihrem eigenen Leben, könnten Sie das? Ganz schwer, aber es gibt natürlich einige Dinge. Also es gibt Dinge, die ich bedauere, zum Beispiel, dass ich zu viel Angst gehabt habe und die Angst eine fiese Gefährtin war. Also und ich mit meiner Angst ihn natürlich auch bedrückt habe. Das war keine gute Idee. Was für eine Angst hatten Sie? Ich hatte immer Angst vor der nächsten Lungenembolie, vor dem nächsten Thrombose, vor dem nächsten Dekubitus, vor der nächsten Augenoperation. Es war ja immer irgendwas. Immer Angst um ihn, aber nie Angst um sich selbst? Relativ wenig. Zwischendrin mal bin ich auch krank geworden, da habe ich auch Angst um mich gekriegt. Und gestern hatte ich ein Video angeschaut von einem Mann, der seine Heilung erzählt, von einer sehr schweren Krankheit, seiner psychischen und physischen Heilung. Einer, der gläubig war. Und der dann gesagt hat, ich habe meine Angst Gott abgegeben. Und da habe ich gedacht, wie herrlich, das hätte ich auch gerne gehabt. Wie wunderbar, den habe ich richtig beneidet. Also weil ich auch immer denke, Glaube bedeutet halt auch ein Stück Geborgenheit. Das hat mir gefehlt, die musste ich immer in mir selber suchen. Oder manchmal in anderen Menschen, da muss man aufpassen, dass man andere Menschen nicht ausbeutet dann. Insofern war das schwierig. Nochmal zum Resümee zurück. Ich hoffe, dass ich also erstens etwas hellhöriger geworden bin, für andere wie auch für mich. Und bewusster lebe, auch bewusster noch genieße. Ich bin unglaublich dankbar, dass so viel Kraft zurückgekommen ist. Das habe ich nicht erwartet in meinem Alter, dass ich nochmal richtig Kraft wieder kriegen würde. Und dass ich nochmal richtig wieder lebe. Vielen Dank. Danke, dass Sie das heute Morgen mit mir geteilt haben. Danke Ihnen für die Fragen.
Und vielen Dank Ihnen natürlich auch, dass Sie heute Morgen wieder dabei waren. Bei So gesehen Talk am Sonntag hier in Sat.1. Seien Sie auch nächsten Sonntag wieder dabei. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Schönen Sonntag.